richtig warm heute. Sehr, sehr gut. So, ich mache gerade eine Vormittagseinheit. Schön am Entspannen hier vor meiner Hütte. Nachts kam niemand vorbei. Bin ich sehr dankbar. Aber ich habe geträumt, dass jemand vorbeikommt. War dann aber doch nicht so. Insgesamt habe ich sehr gut geschlafen, Frühstück gemacht, Kaffee gemacht, unten am Wasser gewesen. Dort habe ich mich frisch gemacht, schön zerstechen lassen von den Mücken, weil ja, unten rum und unter den Armen und da, wo du dich halt nicht einsprühst, ne? Beziehungsweise, naja, in dem Moment, wo du dich wäschst, denken die sich, gefundenes Fressen. Jetzt geht's vormittags, fliegt nicht so viel Zeug rum, ist halt wirklich eher unten am Wasser und in den Abendstunden. Da geht's für mich später lang. Nur ungefähr 12, 13 Kilometer heute, von daher mache ich hier noch meinen Mittagsimbiss und werde dann in Ruhe und gestärkt weiterziehen. So, erste kleine Überraschung auf meiner Entspannungstour. Die Brücke, die ist kaputt. Und so richtig habe ich keine Lust, da durchzugehen. Ist auch relativ tief, obwohl das nur so ein Seitenarm vom Tankengrund ist. Aber ich habe ein Stückchen weiter unten noch eine Brücke gesehen. Und ja, die werde ich jetzt einfach nehmen und hoffen, dass ich dann doch gleich wieder auf den Weg komme. Ja, also ich scheine hier wieder auf meinen Weg zu kommen. Das ist richtig. Und ich bin jetzt hier so quasi parallel gelaufen von der eigentlichen geplanten Strecke vom E1, also Södra Kungsleden. Aber die Brücke war unpassierbar, also bin ich noch ein Stück wieder zurückgelaufen und scheine wieder auf den richtigen Weg zu kommen. So, an diesen Bohlenwegen findet man häufiger reife Moltebeeren. Geil. Viel besser als Heidelbeeren. Fast schon so ein bisschen alkoholisch, also hat was von so einem Aprikosenlikör. Ja, eine Freundin hatte mir auch mal eine Story erzählt von einem besoffenen Elch, der eine Wanderin auf dem Gewissen hat. Keine Ahnung, von irgendwie vergorenen Früchten betrunken geworden. Elchspuren habe ich noch nicht entdeckt. Und so viele Moltebeeren jetzt gibt es auch noch nicht, würde ich sagen. Naja.
Schönen guten Morgen, alle zusammen. Hier sind wir bei der Tangbodalstugan und ich habe hier zwei wundervolle Menschen kennengelernt. Anna und Dan. Wir sind die beiden. Wir laufen heute noch ein Stück zusammen, haben hier zu dritt übernachtet in dieser Bude und es waren auch genau 3 Betten, hat alles super funktioniert. Sehr gutes Team und wir sehen uns unterwegs. What did you just have? Ah! So, dann müssen wir wohl oder übel drüben gehen. Ja, ist ein bisschen weiter, aber better safe than sorry. Da hinten sieht man schon die Tangsjöstuga. Und wieder mal drin in einer Hütte. Die beiden haben mich eingeladen, hier mit zu nächtigen. Sieht noch etwas chaotisch aus, aber das wird ganz schnell gemacht. Dann packen wir zusammen und laufen zusammen 23 Kilometer zur Drevsfjellstuga in den nächsten Nationalpark. So ist der Blick nach draußen. Es regnet im Moment nicht, aber wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Und so sieht das Ganze dann wieder aufgeräumt aus. Wir brechen jetzt auf. Es regnet draußen, aber wir haben Regenklamotten dabei. Und schlimmer als gestern kann es ja auch gar nicht werden. Wir laufen gerade bergab in Richtung eines Cafés und das ist so verrückt, dann gleich Mittagspause dort zu machen. Sehr geil, freuen wir uns schon sehr und ich freue mich auch wirklich in so sehr guter Gesellschaft zu sein und gleich auch wirklich das genießen zu können, vielleicht sogar mit einer Toilette, wo Wasser runtergespült wird am Ende oder Wasser aus der Wand kommt. Das hatte ich die letzten Tage also wirklich auch gar nicht. Und crazy ist das schon. Man weiß das auf einmal alles erstmal wieder zu schätzen. So, das ist der Weg. Waren heute wieder einige Steine dabei, aber gar nicht so große und auch nicht ausdauernd viele wie gestern. Ich bin ganz froh, dass das hier so ein bisschen wurzelig, erdig ist und dass die Sonne vor allem auch wieder rausgekommen ist und auch schon ganz schön heiß ist. Also es brennt durchaus ein bisschen, aber nicht zu viel. Oben im Fjell hatten wir noch ein bisschen Wind, jetzt gar nicht und wir bleiben in Bewegung, weil sonst die Mücken kommen. Genau. Gerade eine wahnsinnig gute Rast gehabt. Mit Pizza, mit Pommes, mit Eis, mit Kaffee, mit Bier. Alles da gewesen in Gjördalen. Und jetzt geht's ab ins Drevsfjell. Es geht übrigens wieder bergauf, weil Gjördalen, der Name Dalen sagt es schon, lag unten im Tal. So, geht's jetzt wieder hoch. Und dort habe ich ein Bett gebucht in der Drevsfjellstuga und mal sehen, ob meine beiden Mitwanderer auch dort unterkommen können. Online buchen ging nicht mehr, aber wir werden mal schauen. Insgesamt 4 Betten in der Hütte, wie sich das Ganze heute entwickelt, wenn wir da sind.
ungefähr noch 10 Kilometer. Also das Ganze jetzt bergauf. Aber wir schaffen das. Fresh yellow water. Yeah. Ja. So, wir sind angekommen. Nasse Füße. Ja, alle haben nasse Füße. Man betätigt sich praktisch hier. Ja. Chopping wood. Oh, strong woman. Also hier ist wirklich Urwald angesagt. So richtig mit Camping, also Zelten ist hier auch nichts, würde ich sagen. Also wir gehen mal davon aus, dass heute Abend hier niemand mehr auftaucht und wir die Hütte für uns haben. Feuerholz, ein kleines Örtchen. Hier geht's rein in die gute Stube. Viel Platz. Viel Platz auch, um Sachen aufzuhängen, die nass sind. Es war doch relativ beschwerlich hier runter zu. 4 Doppelstockbetten, ein Gasherd und da wird jetzt mal heißes Wasser gemacht. Genau. Gibt immer hier auch Behälter. Einmal für Dreckwasser und für frisches Wasser. Und Spülschüsseln, das ist so ein bisschen Standard. Guten Morgen. Ich glaube, das habe ich alles gestern schon gezeigt. Wir haben aufgeräumt und sind reisefertig. Heute geht es, wo geht es hin? Röskosen? Röskosen. Yes. I think. Yes. Yeah. Ja. Ich Ich kann euch mal das Zeichen zeigen. Es ist gar nicht weit. Wenn wir richtig laufen, sind es nur 18 Kilometer. Wenn wir den Winter Trail laufen, sind es 21 Kilometer. Aber der Winter Trail hat eben den Nachteil, dass man häufig über Steine kraxeln muss. Aber so geht der Weg weiter. Dort unten ist eine Brücke und ja, fängt genauso nass an, wie er gestern hier aufgehört hat, vom Süden kommend. Also wir bewegen uns weiter Richtung Norden. Ich schließe mich weiter Dan und Anna an. Die beiden haben mich schon zur nächsten Unterkunft eingeladen. Ich muss sagen, es funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Wenn es nicht funktionieren würde, würde ich einfach weiterlaufen. Ja. Nee, klappt alles gut. Okay. And this is a locked shed. Private one. Yeah. So We can sit on the porch. we rest outside. Yeah. What is down there? There's a bench or open shelter. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Haben ungefähr wie viel zurückgelegt? 3 bis 4 Kilometer, maybe? Ja. Und sind ganz gut vorangekommen. Nasse Füße, also ich zumindest. Und guckt euch mal den Ausblick an. Sehr, sehr schön hier. Das läuft sich mal ziemlich gut, auf jeden Fall. Mal zur Abwechslung. Trotzdem noch nasse Füße, aber Temperaturen sind gut. Schon fast ein bisschen warm für das lange Oberteil. Aber ich denke, bei der nächsten Pause wird es wohl wieder T-Shirt-Wetter sein. Sehr, sehr schön. Ein wunderbarer Tag. Es hat noch nicht geregnet. Ich bin dankbar, ich bin happy. Ich kann auch weiter mit den beiden wandern, wenn ich möchte. Sie haben aber auch gesagt, wenn ich keinen Bock habe, ist das auch okay. Von daher ist es halt immer cool, ein paar Optionen zu haben. Ich kann bis morgen um 3 dann auch noch mein Airbnb für Gröbelfön canceln. Also von daher alles easy und ich habe einfach mal ein paar Optionen. Und das ist cool. Ja.
Ich habe mich gerade mit Sonnencreme eingeschmiert. Mal gucken, ob alles breit ist, weil es ballert dann doch schon ganz schön. Aber zum Wandern einfach optimal. Richtiger Traumtag, trotz dass die Füße schon wieder nass sind, aber das gehört mittlerweile fast dazu. Auch wenn man so ein bisschen langsam ein Händchen bzw. ein Füßchen dafür kriegt, wo man hintritt oder nicht, es lässt sich hier einfach auf dieser Etappe, auf diesem Abschnitt gar nicht vermeiden, dass man nasse Füße kriegt. Von daher, ja, was soll's. Die werden ja auch abends wieder trocken. Ja? Gut, weiter geht's. Hier auf diesem etwas schmalen Trail, aber das ist halt, was ich meine, ne? Dieses slushy Zeug, genau, hast du halt wirklich überall. Ja, schaut es euch an. Überall auch Berge schon zu sehen. Vor allem hier, ich glaube, da schaut man nach Norwegen rüber. Ja, wir genießen gerade die letzten 1-2 Kilometer bis Röskosen. So sehen die perfekten Wege aus. Aber so wie ich Dan dort hinten sehe, bleibt das da nicht ganz so. Ich nehme mich einfach mal mit auf die Reise, wie das so aussieht, wenn man einfach nur noch durchs Nasse weiterläuft. Ja. So, geht. Füße sind nur halb verschwunden. Wir kommen jetzt in einen ständig geöffneten Supermarkt rein. Und er ist auch heute geöffnet. Normalerweise für die Norweger, die gehen ja immer günstig einkaufen. Also mal schauen, ob wir hier fündig werden. Bin sehr gespannt. Yeah. Ah, now we're here. Yeah, you're back in the cage. You in front of the cage. Yeah. We are back here. Yeah. We sit He in. don't trust you, so he put you in the cage. So we are here. The beautiful guy over here, he picked us up.